Stellt euch vor, es gäbe die Möglichkeit, aus einem guten einen sehr guten Kopfhörer zu machen. Wie ein Firmware-Upgrade. Eben genau das verspricht der Luxin X9. Hey Freunde, ich bin Björn von HiFi Geek und heute möchte ich mit euch über den Luxin X9 sprechen. Wenn ihr HiFi und Heimkino im Nerd Talk genauso feiert wie ich, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft mir auch in Zukunft, coole Videos für euch zu machen. Ich war schon im Sommer sehr neugierig auf den Luxin X9 und habe ihn dann irgendwie aus den Augen verloren. Vorab ein kurzer Disclaimer. Der Luxin X9 wurde mir vom deutschen Vertrieb Audionext kostenlos zur Verfügung gestellt. HiFi Geek ist und bleibt unabhängig. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich das auch so, ohne Zensur. Schauen wir zuerst auf die Verarbeitung und Haptik. Der X9 bringt rund 3,7 Kilo auf die Waage und besteht aus massivem Aluminium. Kein Plastik mit Alublende oder irgendwie sowas. Mit 30 x 20 x 6,5 cm passt er gut auf den Schreibtisch und wirkt im Rack angenehm schlank. Alle Kanten sind sauber gefräst, auf der Unterseite sieht man ebenfalls die saubere Verarbeitung. Schrauben sieht man nur hinten an der Rückwand, von vorne und oben wirkt das Ganze wie aus einem Guss. Der erste Blickfang ist das 4 Zoll Farbdisplay. Die virtuellen View-Meter sind voll animiert, sehen täuschend echt aus und Luxin packt direkt 14 verschiedene Designs hinein. Braucht kein Mensch, ja, aber extrem Laune macht's schon, wenn das Ding auf dem Schreibtisch steht. Dazu gibt es einen großen gerasterten Lautstärkeregler mit hörbaren Relais-Klicks und einer Power-Taste. Das war's an Bedienelementen an der Front. Kommen wir zur Technik im Inneren. Als DAC arbeitet ein AK4499X von AKM, kombiniert mit einem AK4191, den man zum Beispiel auch aus dem Eversolo DMP-A8 kennt. Die komplette Signalverarbeitung inklusive Kopfhörer-EQ läuft über einen AKM DSP. Die Kopfhörerstufe ist voll symmetrisch aufgebaut und liefert bis zu 6,4 Watt an 16 Ohm über den 4,4 mm Ausgang. Kurz gesagt, Leistung ist hier kein Thema. Auch große Planare lassen sich problemlos antreiben. Geregelt wird das Ganze über den A2A-Widerstandsleiter mit 1024 diskreten Stufen. Macht theoretisch 0,1 Dezibel Schritte, wird aber auf 0,5 Dezibel Schritte vereinfacht und optional kannst du auf 1, 2 oder 3 Dezibel umstellen. Jeder Schritt wird über Relais geschaltet. Das hörst du als leises Klicken beim Drehen des Reglers. Dafür bekommst du eine praktisch perfekte Kanalgleichheit, auch bei sehr niedrigen Lautstärken. Kein Verschleiß wie bei anderen klassischen Potis. Beim Netzteil trennt der Luxin konsequent zwischen analog und digital. Die analoge Sektion bekommt einen klassischen Lineartrafo, die digitale Sektion ein Schaltnetzteil. Im Inneren sitzt ein großer gekapselter Ringkerntrafo, den man schon beim Auspacken merkt. Der Signalrauschabstand liegt deutlich über 120 Dezibel. Dadurch hat er sehr niedrige Verzerrung, exzellente Kanalgleichheit und einen Frequenzgang, der neutral und sauber durchläuft. Kurz, der X9 spielt genau da, wo man ihn bei dem Preis auch erwartet, eher im oberen Regal. Schauen wir auf die Anschlüsse. Vorne bekommst du 3 Kopfhörerausgänge. 6,35 mm Single-Ended, 4,4 mm Pentacon als Balanced Out mit voller Leistung und ein XLR4 ebenfalls symmetrisch. Hinten wird es dann richtig interessant. Du hast USB-B für einen Rechner, USB-C OTG zum Beispiel für Smartphone oder iPad und ein USB-A-Port für Firmware-Updates per Stick. Dazu kommen ein Coax, Toslink als klassische Digitaleingänge und besonders spannend ist der HDMI-ARC, um den Ton von Fernseher direkt auf den X9 zu holen. Dazu gibt es Bluetooth und WLAN. Das brauchst du vor allem für die App, Webinterface und Updates. Auf der Ausgangsseite stehen symmetrische XLR Pre-Outs zur Verfügung und unsymmetrische Kinch-Ausgänge. Und dann kommen 2 Subwoofer-Ausgänge. Damit kannst du ein komplettes 2.1 oder 2.2 Set aufbauen. Gerade auf dem Schreibtisch mit 2 Aktivmonitoren und Sub ist das ein Feature, das man in der Klasse so gut wie gar nicht sieht. Gesteuert wird der X9 im Alltag über den Touchscreen, die Fernbedienung oder die App. Die Luxin Remote App gibt es für iOS und Android. Zusätzlich gibt es ein Webinterface im Browser, wenn der X9 im Netzwerk hängt. Die Oberfläche ist aktuell auf Englisch und Chinesisch. Deutsch soll laut Hersteller folgen. Damit kommen wir zu dem, was den X9 wirklich von anderen DAC-Amps absetzt. Den Headphone Equalizer. Im X9 steckt eine Datenbank mit ungefähr 2500 Kopfhörerprofilen. Du schließt deinen Hörer an, suchst in dem Menü und wählst das Profil und der X9 korrigiert den Frequenzgang per DSP Richtung einer ausgewogenen Zielkurve. Die Idee ist ähnlich wie bei Automatiken à la Harman Target oder Roon EQs. Jeder Kopfhörer hat seine Eigenheiten und der Headphone Equalizer versucht genau diese Peaks, Löcher und Schieflagen gezielt zu glätten. In der Praxis fühlt sich das so an, als würde dein Kopfhörer ein Firmware-Upgrade für ihren Klang bekommen.
Der Bass wird sauberer und definierter, kritische Mitten oder Höhen werden entschärft und viele Hörer klingen plötzlich so, als hätten sie ab Werk eine deutlich stimmigere Abstimmung. Wichtig, der Charakter bleibt in der Regel erhalten. Es ist kein brutales Umdesign, sondern eher ein professionelles Feintuning. Neben dem Headphone Equalizer hat der X9 noch weitere DSP-Werkzeuge mit an Bord. Es gibt 3 Crossfeed-Stufen, eine einstellbare Stereoweite bzw. Soundstage-Erweiterung, einen einfachen Dreiband-Equalizer, eine Subwoofer-Weiche mit einstellbarer Trennfrequenz und im Webinterface einen vollwertigen parametrischen Equalizer. Damit ist der X9 nicht einfach nur ein Durchleitungs-DAC, sondern ein richtiges Head-Fi Control Center, das dein Setup aktiv formen kann. Kommen wir zum Klangcharakter. Ohne irgendwelche DSP-Spielereien spielt der Luxin X9 neutral bis leicht warm. Der Bass ist schnell, trocken und kontrolliert, geht tief runter, ohne in den Mittelton zu bluten. Stimmen stehen sauber und räumlich im Raum und der Hochton bringt genug Luft und Details, ohne Schärfe und nervös zu wirken. Der Hintergrund ist im wahrsten Sinne des Wortes pechschwarz. Mit der fein rasternden A2A-Lautstärke kannst du auch bei sehr niedrigen Pegeln hören, ohne dass dein Kanal irgendwie absagt oder Rauschen den Spaß verdirbt. Gerade für leise Hörer ist das ein echter Pluspunkt. Die Bühne ist in der Grundeinstellung eher mittlere Größe mit leichter frontaler Präsentation. Dafür mit sehr klarer Staffelung. Vocals und Leads stehen greifbar vorne, Rhythmussektionen und Effekte verteilen sich sauber nach hinten. Wenn du Crossfeed oder die Soundstage-Erweiterung dazuschaltest, kannst du das Bild deutlich verbreitern, ohne dass es nach künstlichem Hall oder nach mehr Hochton klingt. Gerade bei längeren Sessions reduziert das die typische Im-Kopf-Localization und lässt das Ganze mehr nach einer kleinen Lautsprecherbühne wirken. Leistungsmäßig ist der X9 über jeden Zweifel erhaben. Er treibt dynamische Kopfhörer und IEMs locker an und hat auch für hungrige Planare genug Reserven. Mit sinnvoll gewählter Gainstufe bleibt er an empfindlichen In-Ears trotzdem sehr leise im Rauschteppich. Die Impedanz Detection hilft dabei, indem sie anhand der gemessenen Impedanz eine passende Gain-Einstellung wählt und so den nutzbaren Lautstärkebereich optimiert. Richtig spannend wird es, wenn man den X9 als Vorstufe zum Schreibtisch oder deinem HiFi-Setup im 2.1 oder 2.2 Betrieb nutzt. Über die beiden Subwoofer-Ausgänge kannst du 1 oder 2 Subwoofer anbinden und die Trennfrequenz direkt im X9 setzen. So wechselst du praktisch mit einem Klick vom Kopfhörer-Setup zur Lautsprecherbeschallung mit Sub-Unterstützung. Gerade bei Musik, Games oder Filmen ist das eine Kombination, die schnell süchtig macht. Kontrolle und Spaßfaktor in einem. Ein paar konkrete Beispiele zum Beispiel aus der Praxis. Mit dem Verum 2, einem offenen Planar mit Ventilated Pads, macht der Headphone Equalizer genau das, was man sich wünscht. Der Bass bekommt mehr Fundament, ohne aufzuquellen, die Mitten werden sortierter und der Hochton verliert Schärfe, behält aber Luft und Details. Der Verum 2 ist auch pur ein total toller Hörer, aber mit dem passenden Profil im X9 fühlt es sich so ein wenig wie ein kostenloses Klangupgrade an. Ähnlich sieht es beim Fosi Audio i5 aus, der übrigens 2025 ein kleiner Geheimtipp war. Schon aus dem Stand bietet er für seinen Preis ein erstaunlich erwachsenes Klangbild. Mit dem Luxin X9 und dem Headphone Equalizer legt er aber nochmal hörbar zu. Der Bass wird kontrollierter und definierter, Stimmen rücken natürlich nach vorne, der Hochton verliert an Härte, ohne langweilig zu werden. Unterm Strich, der X9 hebt den i5 in eine neue Liga, ohne seinen Charakter zu zerstören. Natürlich ist auch der Luxin X9 nicht perfekt. Es gibt keinen LAN-Port, Netzwerk geht nur über WLAN, was angesichts der Netzwerkfunktionen aber klar gehen sollte. Die A2A-Lautstärke klingt hörbar, was ich persönlich mag, was aber in sehr leisen Umgebungen nicht jeder schätzen wird. Das Grundtuning im Bypass ist eher brav und referenzartig. Wer maximalen Punch und super analytische Schärfe sucht, findet das eher bei typischen Messboliden à la Topping. Und last but not least, Firmware und Benutzeroberfläche sind noch in Bewegung. Es kommen regelmäßig Updates, was super ist, aber einige Funktionen sind nach wie vor nur direkt am Gerät zugänglich und nicht in der App. Zeit für ein Fazit.
Der Luxin X9 ist für mich kein weiterer 0815 DAC, sondern eines der spannendsten Hi-Fi Control Center der letzten Jahre. Er kombiniert sehr sauberen, leicht warmen Klang mit viel Leistung, einer starken Verarbeitung und Subwoofer-Integration und vor allem einer DSP-Werkzeugkiste, die deinen vorhandenen Kopfhörer im besten Fall ein echtes Klangupgrade verpassen. Wenn du Head-Fi eher puristisch und minimalistisch siehst, gibt es einfachere Lösungen. Wenn du aber Spaß am Feintuning hast und dein Setup wirklich gestalten willst, inklusive Headphone Equalizer, Crossfeed, parametrischen Equalizer und 2.2 HiFi Setup, dann ist der Luxin ein echt verdammt spannender Kandidat. Klang, Leistung, Verarbeitung und Ausstattung sind klar oberhalb dessen, was man dieser Klasse erwarten muss. Und die Preis-Leistung geht für das Gesamtpaket für mich in Ordnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Kopfhörer ihr am X9 hören würdet und ob ihr so ein HiFi-Hub in eurem Setup überhaupt braucht. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Gleichzeitig helfen Interaktionen beim YouTube-Algorithmus und helfen mir, weitere spannende Videos für euch zu machen. Danke, dass ihr euch reingeklickt habt und bis zum Ende geblieben seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.